Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben sie hier, die neue CoralSpace 3, diese Woche erst erschienen, heute schon hier zum Anschauen. Ich möchte euch im ausführlichen Review mal zeigen, was die Uhr alles kann. Ich habe jetzt auch schon mal einen Testlauf gemacht, bringe auch hier ein paar Eindrücke mit rein und ich werde euch auch ein paar Unterschiede zeigen zu dem Vorgängermodell der CoralSpace 2. Aus meiner Sicht einer der besten Einsteigerlaufuhren, die es hier auf dem Markt gibt. Ich werde das Ganze hier in Kapitel einteilen. Das heißt also, wenn dich irgendwas nicht interessiert, kannst du überspringen bzw. nochmal zurückgehen, falls du es nochmal genauer anschauen möchtest. Ja, ich habe die Uhr selber, wie gesagt, schon getestet, die ist schon ausgepackt. Trotzdem möchte ich mal einen kleinen Blick auf die Verpackung werfen, weil viele Hersteller da ja Rückgänge machen bzw. hier einiges einsparen. So bekommen wir hier wirklich eine schöne, sehr schöne Umverpackung. Wir haben jetzt hier ein Overlay, was wir hier abmachen können, ohne Probleme. Und ihr bekommt dann wirklich eine sehr, sehr schöne Box, um die ganze jetzt zu verschenken oder jetzt irgendwo hinzustellen. Wir sehen jetzt hier alles komplett aus Pappe. Das heißt also, hier ist nichts mit Plastik. Ihr könnt es natürlich alles komplett recyceln. Das muss man auch mal sehr positiv erwähnen. Die Uhr ist dann hier schön eingefasst. Also hier habt ihr dann wirklich was Hochwertiges. Und wenn man jetzt hier noch das Ganze rausnimmt, sind hier auch dann die Kabel versteckt. Das heißt also, wenn ihr das erste Mal aufmacht, falls ihr das Kabel suchen solltet, das ist hier im Deckel. Und dann sehen wir jetzt auch schon, auch hier alles schön, wirklich ökologisch gut verpackt. Und das möchte ich einfach mal positiv erwähnen, dass man hier auch wirklich noch schöne Umverpackungen machen kann. Ja, wir haben jetzt links die CoralSpace 2 als Vorgänger und rechts die CoralSpace 3. Und man kann eigentlich schon erkennen, dass sich jetzt vom Formfaktor nicht viel geändert hat. Vielmehr haben wir jetzt hier immer noch die Krone rechts bzw. die Taste unten, wobei die Taste auf der unteren Seite etwas größer geworden ist, größer ausgefallen ist als noch beim Vorgängermodell. Den ersten großen Unterschied erkennen wir eigentlich, wenn wir die Uhren erstmal umdrehen. Das sehen wir hier, auch bei beiden Uhren können wir das Armband wechseln, das ist möglich. Da hat sie einen Verschluss, beziehungsweise beide Uhren haben hier dann auch den gleichen Pin wieder zum Laden. Ihr bekommt dann auch wieder natürlich so ein Ladekabel mit, diesmal aber auch nicht mit USB-C, sondern ganz normaler USB-Anschluss, den wir noch kennen, den alten, hier mit den 3 Pins. Und was offensichtlich jetzt sich geändert hat, ist hier der Herzfrequenzsensor bzw. der optische Herzfrequenzsensor. Während wir hier noch mit ganz wenigen LEDs das Ganze hier abgebildet haben bei der Pace 2, so bekommen wir bei der Pace 3 hier den neuen optischen Herzfrequenzsensor. Und ich kann zumindest schon mal sagen, bei meinem Lauf, den ich gemacht habe, das blende ich jetzt mal ein, habe ich gegenüber einem Brustgurt, ich hatte da den Garmin HM Plus Gurt angehabt, bekomme ich hier wirklich sehr, sehr gute Werte. Auch gerade wenn man stehen bleibt, beziehungsweise wenn man losläuft, wird das Ganze doch recht gut abgebildet für einen optischen Herzfrequenzsensor. Dazu muss ich aber auch sagen, ihr müsst die Uhr dann auch wirklich gut tragen, es darf nicht zu locker sein. Coros empfiehlt an dieser Stelle hier auch das Nylon-Armband zu verwenden. Das könnt ihr dann auch natürlich nachkaufen, beziehungsweise auch das Modell mit Nylon-Armband. Ich habe jetzt das Review-Gerät nur mit dem Silikonarmband bekommen, aber trotzdem haben wir hier schon sehr gute Werte erhalten. Und auch hier haben wir natürlich neben dem optischen Herzfrequenzsensor auch wieder eine Blutsauerstoffmessung dabei. Bei Coros ist es ja so, dass das Ganze dann ab einer gewissen Höhe gemessen wird und nicht dauerhaft. Da könnt ihr dann hier euren Blutsauerstoff messen, beziehungsweise das Ganze geht natürlich dann auch manuell. Was wir neu beim Display bekommen, ist ein Touch-Display, während die Pace 2 das Ganze noch nicht gehabt hat, sondern nur über die Krone steuerbar war. Das sehen wir hier oben. So haben wir jetzt hier bei der Pace 3 ein Touch-Display dabei. Das heißt also, ihr könnt dann wirklich hier durchscrollen. Ihr könnt es aber auch einstellen, dass es dann hier nur auf der Karte nutzen möchtet, wenn ihr zum Beispiel euch navigieren lasst. Oder jetzt hier, ich habe es im Always-On-Betrieb, dass ihr das Ganze dann immer hier per Touch steuern könnt. Darüber hinaus könnt ihr natürlich auch eine Displaysperre einstellen. Das heißt also, wenn das Display längere Zeit oder die Uhr längere Zeit im Ruhezustand ist, beziehungsweise ihr die tragt, dann geht hier eine Sperre rein. So passiert auf jeden Fall nicht, dass ihr irgendwie irgendwas ausführt, was ihr nicht ausführen möchtet. Was wir darüber hinaus neu hinzubekommen, ist dann auch so ein bisschen das Overlay oder beziehungsweise die Menüführung. Während wir bei der Pace 2 noch alles hier immer direkt in einem Widget angezeigt bekommen oder in einer App, sehen wir hier, wird es direkt hier voll angezeigt. So haben wir bei der CoralSpace 3 das Ganze so ein bisschen in der Übersicht. Und wenn euch was im Detail interessiert, dann könnt ihr natürlich das Ganze hier nochmal oder reingehen und euch das nochmal im Detail anschauen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach jetzt mal die Funktion an, was uns die CoralSpace 3 hier alles zu bieten hat. Um euch das Ganze hier jetzt besser zeigen zu können, würde ich die Uhr jetzt komplett über Tasten bedienen, einfach nur, weil es dann fürs Filmen etwas besser ist. Hier sehen wir auch schon das neue Watchface, was wir neu hinzubekommen haben. Ihr habt übrigens auch immer die Möglichkeit, wenn ihr unten mal auf die Zahl schaut, wenn ihr links unten drauf drückt, bekommt ihr noch ein paar Informationen, wie zum Beispiel verbrannte Kalorien oder Sonnenaufgang, Sonnenuntergang könnt ihr euch anzeigen lassen oder zum Beispiel jetzt die aktuelle Höhe wäre an dieser Stelle hier möglich. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal rein in die Widgets, was uns die Uhr hier alles so zu bieten hat. Wir haben einmal hier klassisch den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wir bekommen jetzt hier schon direkt eine Übersicht angezeigt, einmal was die Restzeit ist bis zum Sonnenuntergang und an einem weißen Balken kann man auch sehen, wo wir uns hier zeitlich am Strahl befinden.
Wenn wir jetzt hier oben auf die Krone drauf drücken, kommen wir auch in das Widget hinein. Und da seht ihr schon mal eine Übersicht des Höchststandes, Aufgang, Untergang und auch die Dämmerungszeiten werden euch angezeigt. So wisst ihr immer auf eurem aktuellen Standort, wie hier dann die Sonne ja auf und unter geht. Darüber hinaus geht hier drüben auch noch so eine Sonne mit. Das sehen wir hier zum Beispiel. Die wandert hier immer einen Balken lang und dann habt ihr das auch hier nochmal schön in der Übersicht. Ihr könnt natürlich auch hier euch die Zukunft anschauen. Dann seht ihr hier, wie es dann in nächster Zeit aussieht. Und so habt ihr es dann auch für die nächsten Tage in der Übersicht. Und man kann erkennen, dass es langsam leider immer früher dunkel wird. Um ins Widget hinauszugehen, drücken wir jetzt einfach unten rechts die Taste, dann kommen wir hier zurück. Dann bekommen wir natürlich hier ganz klassisch wieder bei Fitnessuhren auch bekannt einen Schrittzähler und auch einen Etagenzähler. Weil wir jetzt hier auch einen barometrischen Höhenmesser dabei haben, kann die Uhr natürlich auch die Etagen zählen. Hatten wir bei der Vorgängeruhr aber auch schon. So habt ihr dann auch beim Laufen immer hier die genauesten Höhendaten über den barometrischen Höhenmesser. Was für die Regeneration natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Schlaftracking. Und wir sind jetzt hier 6 Stunden 40 Schlaf von 0:04 Uhr bis 6:55 Uhr. Und wenn wir da reingehen, bekommen wir dann noch mal ein paar Details angezeigt, wie zum Beispiel jetzt hier die Wachphasen, REM-Phasen, Leichtphasen und die Tiefschlafphasen. Was das Schlaftracking angeht, so hat Chorus hier schon gute Arbeit geleistet. Früher war das ja eher so ein bisschen, ja, man hat gefühlt geradene Werte. Das hat sich deutlich gebessert. Also die Aufwachphasen, Schlafenphasen werden jetzt hier halbwegs erkannt. Also auch im Vergleich zu anderen Uhren, im Vergleich zur Apple Watch, kommt man annähernd dran. Es trifft es noch nicht so ganz, aber ich sag mal, für den Zweck, wie es jetzt verwendet wird, langt's. Und da kommt es ja dann auch nicht drauf an, ob ihr jetzt 5 Minuten mehr oder 5 Minuten weniger schlaft. Das macht den Kohl nicht fett. Wenn die Nacht schlecht war, war sie schlecht. Wenn sie gut war, war sie gut. Auch die verschiedenen Schlafphasen sind natürlich im Schlaflabor besser zu erkennen als an der Uhr. Aber ich sag mal, für den Trend ist es auf jeden Fall ausreichend und für diesen Zweck hier völlig auskömmlich. Als nächstes haben wir den Herzfrequenzsensor. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, okay, in den Einstellungen, ich möchte das Ganze hier dauerhaft eingestellt haben, das zeige ich euch nachher nochmal. Oder hier alle 10 Minuten. Standardmäßig ist auf alle 10 Minuten gestellt und dann wird natürlich alle 10 Minuten der Puls gemessen. Und wir sehen, wir können uns auch mal die historischen Daten anschauen, wie sich das Ganze hier zusammensetzt. Wenn wir dann nochmal rausgehen, können wir auch ganz gut erkennen, der durchschnittliche Wert ist 74er Puls gewesen, niedrigster 46, der größte 126 und so habt ihr das Ganze hier über den Tag. Was die Herzfrequenzvariabilität angeht, so kann das die Chorus Pace 3 nicht, also sie misst das nicht. Das unterstützt nur die Vertex 2, die Apex 2 bzw. Apex 2 Pro. Also da müsst ihr auf die nächsten Modellen gehen. Das haben wir hier an dieser Stelle nicht dabei, falls für euch die Herzfrequenzvariabilität hier von Interesse ist. Als nächstes haben wir natürlich die Kalorienmessung, aber hier handelt es sich rein um die Aktivkalorien, also jetzt nicht die Gesamtkalorien, sondern rein die Aktivkalorien. Und wir sehen hier, ich habe jetzt zum Beispiel einen Zielwert von 700 eingestellt, habe ich noch nicht ganz erreicht. Und so habt ihr das dann auch nochmal hier in der Übersicht. Darüber hinaus haben wir dann auch die Bewegungszeit. Wir sehen hier, ich habe jetzt heute keinen Sport gemacht, das sind jetzt die reinen Bewegungen. Ich habe jetzt heute einen Bürojob gehabt, habe mich jetzt nicht so viel bewegt. Ist natürlich jetzt nicht so gut. Sollte noch ein bisschen was machen, gleich ein bisschen rausgehen. Ja, das waren jetzt so mal die gängigen, sagen wir mal, Fitnessfunktionen. Jetzt kommen wir eigentlich zu den interessanteren Sachen und das sind die Sportfunktionen. So bietet natürlich die Chorus Pace 3, wie es für eine Sportuhr gehört, auch ein Trainingsload an. Das heißt also, in welchem Trainingsbereich ihr euch weiterentwickelt oder beziehungsweise vorm Aufbau, vorm Abbau habt. Und wir sehen hier auch schon ganz schön in der Übersicht, und das finde ich auch wirklich gut gemacht, dass man das hier immer gleich sieht. Wir sehen hier momentan einen Trainingsload von 359. Hier da vorne, der gefüllte Balken ist unterhalb meines Schwellenwerts, der ist bei 441, dieser Strich, den wir hier sehen. Und wenn ich meine Form aufbauen wollen würde, dann müsste ich hier bei 662 mich bewegen. Jetzt habe ich viel Urlaub gemacht, beziehungsweise Warmurlaub, und deswegen habe ich jetzt nicht so viel trainiert. Deswegen bin ich jetzt unterhalb des Schwellenwerts. Wir können auch mal reingehen, indem wir wieder auf die Krone drücken. Dann sehen wir hier meine Trainings der letzten 7 Tage und dass wir oben hier auch noch unterhalb des Wertes sind. Und wenn wir jetzt mal weiter runtergehen, dann können wir uns auch nochmal anschauen, wie sich die Intensität der letzten 4 Wochen zusammengesetzt hat. Wir sehen einfaches Training 30%, Mittel waren es 33% und hartes Training 37%. Das sollte normalerweise ein bisschen weniger sein als 37%. Eher einfaches Training hier höher datiert, mittleres Training so im mittleren Bereich. Und so habt ihr es dann auf jeden Fall in der Übersicht, wie sich euer Training zusammengesetzt hat. Das Ganze sehen wir dann nachher auch nochmal in der App. Das würde ich euch auch nochmal gleich zeigen. Das ist erstmal das, was wir hier auf der Uhr sehen. Als nächstes kommen wir dann zum Trainingsstatus. Und dann bekommen wir jetzt hier schon zu sehen, dass das Ganze leider noch nicht komplett übersetzt ist. Wir sehen jetzt hier, das bedeutet einfach, ich bin jetzt hier mit, ja, kein Aufbau, kein Abbau. Ich bin jetzt eigentlich im ausgeglichenen Training. Ich halte jetzt meine Fitness. Wir können auch nochmal hier reingehen, da sehen wir hier an dem Pfeil nochmal im grünen Bereich. Natürlich, wenn ich jetzt meine Fitness ausbauen wollen würde, muss ich hier ein bisschen mehr tun. Das haben wir schon beim Trainingsload gesehen. Im Prinzip hängen ja die Parameter alle so ein bisschen miteinander zusammen, aber so habt ihr es einfach nochmal dargestellt, dass ich momentan, wie gesagt, hier keinen Formabbau und Formaufbau habe, sondern einfach nur hier
im gleichbleibenden Fitnesszustand bleibe. Dann haben wir noch eine sogenannte Lauffitness. Hier gibt euch Coros über einen Wert an, wie gut euer aktueller Trainingszustand beim Laufen ist, beziehungsweise wie gut ihr beim Laufen seid. Der Wert geht bis 100, wobei ja 100 der Bestwert ist und natürlich deutlich niedriger ist ein schlechterer Wert. Ich liege jetzt hier bei 66,2. Das sehen wir in der App gleich nochmal genauer, was das eigentlich bedeutet, weil es doch ein bisschen abstrakt ist. Wenn wir jetzt aber reingehen, dann bekommen wir hier auch nochmal das Ganze hier angezeigt. Wir sehen hier, wir könnten auch hier deutlich besser sein. Aber was verbirgt sich da noch dahinter? Ganz einfach, wir bekommen nämlich auch direkt hier die Laufprognosen angezeigt. Wir sehen jetzt hier für 5 Kilometer, 10 Kilometer, für Marathon und Halbmarathon die Zeiten. Und die passen zumindest bis 10 Kilometer ganz gut. Ich habe jetzt schon lange keinen Halbmarathon mehr gemacht, um das einzuschätzen. Aber im Vergleich zu meinen anderen Uhren passen die Hochrechnungen eigentlich ganz gut zusammen. Und wir sehen jetzt hier auch dann so eine kleine Übersicht, was mein aktueller Trainingszustand oder Fitnesszustand fürs Laufen ist. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich dann auch die Erholungszeit. Das heißt also, wie lange ihr regenerieren sollt. Wir sehen jetzt hier momentan, meine Erholung liegt bei 76%. Also ich könnte schon noch ein bisschen Sport machen. Soll jetzt vielleicht kein hartes Training machen. Wir sehen hier unten auch nochmal eingeblendet 24 Stunden bis zur Erholung. Wobei das übersetzt ist und wenn wir jetzt hier reingehen, dann steht es wieder auf Englisch. Also wie gesagt, die Uhr ist auf Deutsch gestellt, aber leider ist hier noch nicht alles übersetzt worden. Und wir sehen jetzt hier 76% bis zur vollständigen Erholung und auch nochmal 24 Stunden. Dann haben wir natürlich die Funktion des barometrischen Höhenmessers. Wir sehen jetzt hier einmal die Höhe angezeigt, momentan auf 90 Metern. Und natürlich bekommen wir dann auch hier die Hektopascal angezeigt. Wenn wir hier reingehen, können wir uns das Ganze nochmal im Detail anschauen, wie sich das hier zusammensetzt. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier eine Unwetterwarnung zu aktivieren. Das zeige ich euch nachher dann auch nochmal kurz in den Einstellungen, wo das Ganze aktiviert wird. Zu guter Letzt haben wir dann noch einen Temperatursensor mit dabei, der euch natürlich hier die Temperaturen anzeigt, als natürlich auch eine Übersicht der Smart Notifications, also die Smart-Meldungen, die hier übers Handy reinkommen. Das Ganze dient aber nur zum Lesen. Wir sehen hier zum Beispiel jetzt hier meine NFL-News oder jetzt hier von Instagram. Da könnt ihr das Ganze nochmal anschauen und dann lesen, was hier übermittelt wird. Wenn wir jetzt rechts unten länger auf die Taste drücken, dann kommen wir auch in ein Schnellmenü hinein. Das sehen wir jetzt hier. Hier habt ihr zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, eure Location oder euren aktuellen Standort zu speichern. Wenn wir da drauf gehen, dann kann man einmal um mich herum das Ganze angucken oder einen Standort speichern, den ihr speichern möchtet. Das ist an dieser Stelle möglich. Ich blende es einfach mal ein, wie das dann im Live-Betrieb aussieht. Und so habt ihr dann das Ganze auch nochmal hier in der Übersicht. Als natürlich auch dann hier die Möglichkeit, euch die Satellitensignale anzeigen zu lassen. Wenn ihr in das Widget hineingeht, dann ermittelt die Uhr hier die Signale und zeigt euch dann alle Satelliten an, die hier im Umkreis um euch schwirren. Ebenfalls haben wir dann auch noch einen Ultramax-Modus dabei. Der funktioniert aber nur hier bei Trailrun und beim Wandern. Und da könnt ihr natürlich dann hier nochmal deutlich länger unterwegs sein, falls ihr dann hier mal eine längere Tour machen möchtet. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist ein Nicht-Stören-Modus. Das heißt also, wenn ihr jetzt nicht gestört werden wollt, dann könnt ihr das Ganze hier aktivieren. Ebenfalls haben wir natürlich dann auch noch einen Kompass mit an Bord. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit dem Kompass unterwegs seid, wir sehen hier, der funktioniert auch ganz gut, dann könnt ihr euch natürlich auch nochmal mit dem Kompass navigieren lassen. Wenn wir jetzt hier auf die Krone drauf drücken, bekommen wir dann auch hier nochmal die Hektopascal angezeigt und die Höhe, wo ihr unterwegs seid. Das heißt also, ihr habt den Kompass nochmal mehr im Detail. Darüber hinaus bekommt ihr dann noch ein Metronom dazu, beziehungsweise eine Stoppuhr und ein Timer, als natürlich dann auch ein Alarm. Da könnt ihr natürlich dann hier alle Uhrenfunktionen nutzen. Das muss ich glaube ich jetzt nicht erklären. Und so habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, das hier bei der Coros Pace 3 zu nutzen. Zu den Zifferblättern, da komme ich gleich nochmal dazu. Das zeige ich euch nochmal in der App. Da könnt ihr euch dann verschiedene Zifferblätter herunterladen, bis zu 5 Stück. Wir können zumindest mal reinschauen. Das sind jetzt die Zifferblätter, die ich jetzt momentan geladen habe. So eine kleine Auswahl. Und ihr habt dann innerhalb der Zifferblätter auch nochmal die Möglichkeit, hier auch die Farbe anzupassen. Wenn wir jetzt das hier zum Beispiel auswählen, dann können wir hier nochmal die Farbe ändern. Sehen wir hier, können wir auf Pink oder Lila gehen. Und so könnt ihr dann die Zifferblätter auch nochmal anpassen, wie ihr das möchtet. Aber wie gesagt, das schauen wir uns gleich nochmal in der App an, welche Zifferblätter hier für die Uhr zur Verfügung stehen. Dann haben wir natürlich noch einen Nachtmodus, damit die Uhr euch hier nicht beim Schlafen stört. Beziehungsweise hier gibt es dann auch die Möglichkeit, Offline-Musik mitzunehmen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, erstens gehen nur MP3s, also Spotify, Deezer etc. funktioniert gar nicht. Ich würde die Uhr jetzt nicht wegen der Musik kaufen. Das ist auf jeden Fall kein Kaufkriterium für diese Uhr. Dann habt ihr natürlich auch die Option hier, die Kamera zu steuern. Zum Beispiel jetzt die GoPro ist möglich. Das habe ich in meinem Tutorial gezeigt. Das verlinke ich dir mal. Da könnt ihr auf jeden Fall über die Uhr dann auch die GoPro starten bzw. stoppen und so eure Aufnahmen dann hier, wenn ihr zum Beispiel Mountainbike unterwegs seid, hier ausführen bzw. starten. Dann haben wir natürlich auch WLAN mit an Bord. Das heißt also, ihr könnt hier auch alle Aktivitäten dann übers WLAN synchronisieren, als natürlich auch die Updates. Das ist möglich. Und ihr könnt natürlich hier auch Find My Phone machen. Das können wir mal ausführen. Dann wird hier das Telefon gesucht.
Sehen wir hier, funktioniert wunderbar. Ihr müsst dann einfach kurz in die App hineingehen und natürlich muss das Telefon dann auch mit der Uhr verbunden sein, damit hier ja, das Ganze stattfinden kann. Es gibt hier dann auch standardmäßig schon eine Übersicht der Akkunutzung. Können wir auch mal reingehen. Da sehen wir jetzt hier, die Batterie hat jetzt noch 9 Tage bis zur, ein bisschen leer ist. Wir sind momentan bei 59%. GPS-Nutzung noch circa 9 Stunden. Last Charge stehen wir hier 83%. Das ist jetzt 2 Tage her. Ich habe jetzt aber schon viel mit der Uhr gemacht. Das ist jetzt kein Referenzwert. Aber ich kann schon mal sagen, die Pace 2 damals hat schon sehr, sehr gute Akkulaufzeiten gehabt. Und ich gehe einfach davon aus, oder es wird so sein, dass die Pace 3 hier nochmal deutlich auftrumpft. Es gibt Werbeversprechen, dass auf jeden Fall deutlich länger laufen soll. Und ich glaube auch daran, weil Coros wirklich sehr, sehr gutes Betriebssystem hat und die Akkulaufzeiten auch wirklich gut sind. Aber ich würde darauf dann nochmal im Test genau eingehen, was dann die Akkulaufzeiten sind. Dann kommen wir noch zu den Funktionen des Herzfrequenzsensors. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Funktionen dabei. Einmal könnt ihr hier ganz klassisch die Herzfrequenz senden. Das heißt also, wenn ihr jetzt irgendwas mit dem iPad machen möchtet, Swift zum Beispiel oder andere Dinge und möchtet die Herzfrequenz senden, dann geht das via Bluetooth, da wird es dann übertragen und so könnt ihr das auch mitnutzen. Ihr könnt natürlich auch hier einen Brustgurt verbinden und da werden dann die Daten vom Brustgurt über die Uhr vermittelt oder übermittelt und könnt es dann hier mit verwenden. Dann haben wir die Option hier, wie gesagt, den Pulsoximeter zu verwenden. Diese erfolgt automatisch über 2500 Meter. Oder ihr könnt es natürlich dann auch manuell messen. Das heißt also, ihr müsst jetzt einfach die Uhr anziehen. Ihr seht, wenn ihr jetzt in den Widget hineingeht und die Uhr jetzt anzieht, dann wird die Messung hier auch automatisch direkt durchgeführt. Das sehen wir jetzt hier. Aber wie gesagt, erst ab 2500 Meter wird es dauerhaft gemessen, was ja auch dann sinnvoll ist, weil im Regelfall das Ganze dann hier hauptsächlich in den Bergen genutzt wird. Wir sind hier 96%, das sind plausible Werte, die hier rauskommen. Und so habt ihr dann auch die Möglichkeit, euren Blutsauerstoff zu messen. Und ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die Ruheherzfrequenz manuell zu messen. Also sie wird auch generell gemessen, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte das Ganze immer zum gleichen Zeitpunkt messen, wenn ihr jetzt aufgestanden seid, dann könnt ihr das natürlich auch hier an dieser Stelle nochmal manuell durchführen. Das ist auf jeden Fall hier auch möglich. Und zu guter Letzt gibt es zur Auswahl dann auch noch die Routennavigation. Die könnt ihr einmal hier drüber starten. Ich empfehle es aber immer jeweils über die Aktivität zu machen. Da kann ihr das Ganze auch auswählen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt über Coros was geplant. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch in der App eine eigene Route planen und hier mit einer Krümelnavigation das Ganze durchführen. Was die Navigation selbst angeht, so bekommt ihr eine klassische Krümelnavigation ohne Karte. Ich habe jetzt zumindest mal einen Test nicht geschafft, Abbiegenweise zu bekommen. Also es war wirklich nur, so wie man es von den alten Navigationen von Coros kennt, so war das hier auch. Lediglich, wenn ihr von der Route abkommt, dann bekommt ihr eine Warnung angezeigt. Aber das ist dann auch schon, was die Navigation an dieser Stelle hier bekommt, beziehungsweise wie es jetzt zu meinen Tests jetzt hier stattgefunden hat. Wenn wir jetzt hier rechts oben drauf drücken, dann kommen wir auch schon in die Aktivitätsübersicht. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Aktivitäten, die man auch selber sortieren kann, wie man es möchte. Wir haben zum Beispiel Radfahren, Indoor-Radfahren und wir haben auch Schwimmbad. Und es ist auch so, die Coros Pace 3 bietet auch die Möglichkeit oder hat die Möglichkeit dann auch beim Schwimmen die Herzfrequenz zu messen. Da wird es, zumindest wird es so angegeben. Habe ich jetzt noch nicht getestet, ob das Ganze plausibel ist, weil ich persönlich jetzt nicht so viel schwimme. Ihr könnt es aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Erfahrung ist bei der Vorgängeruhren, bei den anderen Uhren von Coros, ob das hier so halbwegs funktioniert. Natürlich haben wir dann auch Freiwasser dabei, Cardio-Indoor-Training oder auch dann Triathlon wird hier angeboten, beziehungsweise Workouts könnt ihr durchführen oder auch einen Trainingsplan. Ihr habt nämlich auch die Option dann zum Beispiel bei Trainingshub hier die Trainings zu planen, weil Coros schränkt hier auf jeden Fall nichts ein. Also wenn ihr jetzt die Pace 3 nehmt als die günstigste Uhr von Coros, also zumindest jetzt in den neueren Modellen, Varianten, dann bekommt ihr auch trotzdem das Trainingshub angeboten, wo ihr eure eigenen Trainings verwalten könnt oder euch von einem Trainer das Ganze erstellen lassen könnt oder sogar Trainingspläne einpflegen. Und dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier die Workouts durchzuführen, beziehungsweise die Trainingspläne. Im Prinzip ist das genau wie Training Peak, nur halt kostenlos dabei und könnt das dann auch hier mit der Pace 3 nutzen. Dann habt ihr natürlich auch die Option, hier einen Fitnesstest durchzuführen, in dem Fall einen Running-Fitness-Test. Wir sind jetzt hier auf 10 Kilometer und dann könnt ihr hier den Test durchführen. Und natürlich haben wir dann die klassischen Sachen wie Laufen, Spaziergang, Trailrunning, Indoorlaufen, Bahnentraining ist auch dabei, als natürlich auch Wandern. Und wenn wir jetzt hier nochmal hochgehen, ich habe nicht alle Trainings jetzt ausgeführt, gehen wir auf mehr, sehen wir auch Seilspringen, Skifahren, Snowboarden. Also so die gängigsten Sachen sind auf jeden Fall enthalten und auch Multisport, den ihr selber definieren könnt als Rudern. Also seht, ihr habt zumindest so, was der Standard angeht, ist hier auf jeden Fall bei der Pace 3 schon alles dabei. Wenn es natürlich dann spezieller wird, wo es dann mehr in den Outdoor-Bereich geht, da kommen natürlich dann die Coros Apex 2 Pro und die Vertix 2 nochmal mit mehr Aktivitäten als jetzt hier die Pace 3. Was das Lauftraining angeht, so bietet natürlich die Coros Pace 3 auch wieder Wattmessung im Handgelenk. Das heißt also, ihr könnt dann statt nach Pace auch nach Watt trainieren, was für viele natürlich interessant ist, die jetzt gerade im hügeligen Gebiet wohnen, die eher nach Leistung laufen möchten und nicht nach Pace,
weil einfach die Leistung immer gleich ist, beziehungsweise besser vergleichbar ist als die Pace. Das bietet natürlich die Chorus Pace 3 an dieser Stelle ebenfalls an. Dann würde ich aber sagen, gehen wir noch mal kurz in die Systemeinstellungen rein. Ich habe ja schon einige Dinge genannt, die ich euch zeigen möchte. So haben wir natürlich hier wieder verschiedene Möglichkeiten, Sachen einzustellen, zum Beispiel auch hier den DND-Modus oder auch das Trainingsinterface. Da könnt ihr dann einstellen, ob ihr das Ganze hier dann hell oder dunkel haben wollt. Das ist hier enthalten. Als natürlich dann auch die Möglichkeit, hier die Sensoren zu verwalten. Und da kommen wir nämlich auch schon zum ersten Punkt, der optische Herzfrequenzsensor. Der liegt unter Sensoren und hier könnt ihr dann sagen, okay, Herzfrequenz messen beim Training eingeschaltet. Also das ist natürlich relevant, wenn ihr jetzt hier mit Brustkorb trainieren wollt. Als natürlich auch die tägliche Herzfrequenz in Echtzeit, wie ich es jetzt eingestellt habe, oder alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten ist natürlich deutlich akkuschonender als Echtzeit, aber hier ist es einstellbar. In demselben Menü der Sensoren ist natürlich auch hier der Barometer dabei und hier könnt ihr dann, wenn wir reingehen, auch die Unwetterwarnung einstellen. Wir sehen hier als Sturmwarnung angegeben. Ich habe es jetzt eingestellt. Wenn ihr es einstellt, dann bekommt ihr auch eine Warnung, wenn dann hier die Druckeinheit so weit runterfällt oder Hektopascal so weit runterfällt, dass ihr hier dann auch eine Warnung auf die Uhr bekommt, wenn ihr ein Unwetter aufzieht. Ihr könnt natürlich auch wieder etliches Zubehör verbinden, wobei wir jetzt bei der Pace 3 nur noch Bluetooth haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Pace 2 mal kurz daneben lege, hier hat man nämlich noch ANT Plus dabei. Das ist bei der Pace 3 leider nicht mehr dabei. Alle neuen Chorus Uhren schmeißen momentan ANT Plus raus. Das heißt also, wenn ihr jetzt nur ANT Plus fähige Geräte habt, die könnt ihr leider mit der Pace 3 nicht mehr verbinden. Wenn wir unter mehr Einstellungen gehen, kommen wir eigentlich zu den aus meiner Sicht nochmal interessanteren Sachen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, hier die Gestenbeleuchtung einzustellen. Das heißt also, wenn ihr die Uhr bewegt, da könnt ihr sagen, entweder immer, das habe ich jetzt eingestellt, oder ganz aus. Oder ihr habt natürlich die Option zu sagen, okay, während Sonnenaufgang, Sonnenuntergangs 1912 bis 7.39 Uhr, dann macht die Uhr das automatisch. Als nächstes wäre dann auch die Tragehand interessant, beziehungsweise, das ist die eine Sache, was viel interessanter ist, ist die digitale Krone. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, also ich muss aber davor jetzt sagen, beim Einrichten werdet ihr gefragt, solltet ihr euch aber jetzt entschieden haben, die Krone hier auf der Seite zu tragen, dann habt ihr jetzt hier die rechte Seite. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte die Krone doch lieber links haben, weil jetzt hier zum Beispiel das Ganze stört, dann könnt ihr es nämlich hier einstellen, könnt ihr sagen, linke Seite, dann dreht sich auch das Display. Ihr müsst dann könnt die Armbänder dann umhängen und dann habt ihr auf jeden Fall die digitale Krone hier auf der Seite statt auf dieser Seite, falls euch das irgendwie stört, beziehungsweise wenn ihr sagt, okay, ich möchte das nur nicht haben. Was ich immer gerne ausschalte, ist die Vibration, und zwar die Vibration während der Tastensteuerung. Das findet ihr hier. Tastenvibration habe ich ausgestellt, weil im Standard ist es eingestellt und immer wenn ihr eine Krone dreht, dann vibriert es. Also mich macht das total verrückt und hier könnt ihr das Ganze dann ausstellen, falls euch das ausstört. Was aber interessant ist an dieser Stelle, sind die GPS-Daten, und zwar die Satellitensysteme. Da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar im Standardmodus ist das Ganze hier auf alle Systeme eingestellt. Wir sehen jetzt hier, wir haben jetzt 3 verschiedene Möglichkeiten, nur Standard-GPS. Dann haben wir natürlich die längste Batterielaufzeit. Alle Systeme, das heißt, dann haben wir nur 14 Stunden. Dann guckt er immer, welchen Satellit er hier erreicht. Was wir neu bei der Chorus Pace 3 hinzubekommen, ist die duale Frequenz. Das heißt also, wir können mehr Satelliten oder mehrere verschiedene Satelliten aufgenommen werden. Und dann kann man hier einen besseren Standard ermitteln. Das sieht man auch direkt hier an Batterielaufzeit. 9 Stunden sind es an dieser Stelle. Während es hier oben noch 14 Stunden waren, haben wir jetzt hier noch 9 Stunden. Und ich muss auch sagen, ich habe das Ganze schon getestet und ich habe auch sehr gute Werte bekommen im Vergleich zu der Garmin Apex Pro, die nochmal deutlich mehr kostet. Also wir reden hier von einer Uhr von 1000 Euro gegenüber einer Uhr, die 250 Euro kostet. Haben wir nahezu ähnliche Werte bekommen. Also nochmal deutlich besser als bei der Pace 2, die nur ein einfaches System nutzt. Habt ihr jetzt hier auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr gutes GPS-Tracking dabei. Das Ganze müsst ihr, wie gesagt, hier einstellen, weil es standardmäßig nicht eingeschaltet ist, sondern im Standard hier alle Systeme eingeschaltet sind. Wenn ihr dann halt, wie gesagt, gerade in den Bergen unterwegs seid oder viel im Wald, dann empfehle ich euch hier das Ganze auf Dual einzustellen. Ja, würde ich sagen, dann gucken wir uns mal die Chorus App mal genauer an, beziehungsweise was für Daten hier alles angeboten werden, wie das aufgearbeitet ist. Wir sehen jetzt hier oben einmal die Schritte, beziehungsweise die Kalorien als auch die Aktivitätszeit. Hier oben sehen wir nochmal, die Uhr ist verbunden, das ist so ein grüner Punkt. Und ihr habt hier auch direkt Zugriff auf den Trainingskalender, da können wir reingehen. Ich habe momentan jetzt keine Trainings eingetragen, aber hier könnt ihr dann eure Trainings verwalten. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel Ruhetag, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte jetzt ein Training hier eintragen, dann können wir reingehen, können wir einmal hier ein Workout selber erstellen aus den verschiedenen Aktivitäten, die ihr hier seht. Oder ihr könnt auch sagen, okay, ich habe jetzt ein vorhandenes Workout, können wir das jetzt zum Beispiel einfügen, sagen hier Bestätigung hinzufügen, dann habt ihr das Workout dann hier auch direkt dabei und könnt hier dann loslegen und trainieren, beziehungsweise euren Trainingskalender hier einstellen. Ich empfehle das Ganze aber hier nicht über die App zu machen, sondern direkt über den PC,
Der Trainingshub ist da nochmal deutlich besser zum Gestalten, beziehungsweise ihr seht auch mal die Fortschritte der Daten, beziehungsweise Fortschritte eures Trainings und könnt hier so ein bisschen mehr Einblicke haben. Da werden auch die Daten alles synchronisiert, das heißt also, was ihr hier eintragt, ist dann auch im Trainingshub, beziehungsweise was ihr im Trainingshub eintragt, das taucht dann auch hier auf und ihr könnt dann hier die Workouts direkt auf der Uhr ausführen. Jetzt haben wir das Training natürlich angelegt, jetzt können wir mal reingehen, dann sehen wir auch hier 20 Minuten Workout, 3,1 Kilometer. Der Trainingsload, was erwartet wird, sind ja 49. Das Ganze besteht dann hier aus Aufwärmen mit einem Schwellenwert. Also ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen angegeben, als dann auch Schulung. Das ist ein bisschen komisch übersetzt. Das heißt einfach hier die Trainingszeit, Wiederholung einmal. Wie gesagt, das ist nur ein Dummy-Wert, den ich mal angelegt habe. Dann gibt es hier eine Erholung und dann könnt ihr das Ganze hier nochmal mehrfach wiederholen, beziehungsweise dann ein Cooldown, wird hier Abkühlen genannt. Und so könnt ihr dann eure eigenen Trainings erstellen und verwalten. Dann haben wir natürlich auch hier die Trainingsbelastung nochmal dabei. Wir bekommen jetzt hier einmal die Woche angezeigt. Ihr könnt euch das aber auch über das Jahr anzeigen lassen. Dann sehen wir hier, das ist vielleicht unübersichtlich, machen wir Monate, sehen wir hier so eine Wolke, in der ich mich eigentlich bewegen sollte. Jetzt war ich viel krank, war im Urlaub, sieht man unterhalb der Wolke. Die geht dann auch schon runter. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut im Kontrast erkennen kann. Das ist so schwarz auf schwarz. Und dann sehen wir hier auf jeden Fall, dass ich ein bisschen was tun muss, um hier nicht meine Form zu verlieren. Dann haben wir ja auch nochmal den Trainingsstatus, was wir auf der Uhr gesehen haben. Hier bekommen wir dann nochmal ein paar Details mehr. Und ihr habt unten auch dann immer so einen Quick-Tipp. Können wir mal unten drauf gehen. Dann bekommen wir das Ganze angezeigt. Leider auch hier wieder, wie gesagt, nicht alles übersetzt. Das ist auf Englisch. Also ein bisschen Englisch müsst ihr können, um das Ganze zu verstehen. Das ist auch so mein größter Kritikpunkt bei den Coros-Uhren, weil die Uhren sind wirklich top. Also wirklich sehr, sehr gute Produkte. Aber auf dem deutschen Markt noch nicht so ganz angepasst. Da muss man auf jeden Fall noch ein bisschen nachholen, um das Ganze hier ein bisschen besser zu übersetzen. Dann kommen wir zu der Lauffitness. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, oh, das ist ein abstrakter Wert. Wir können uns aber hier mal ein paar Details mehr anschauen. Hier wird nämlich so eine Art Marathon-Level gemessen. Mein Marathon-Level liegt momentan bei 4 Stunden 52. Zumindest hieß es mal früher Marathon-Level. Und hier bekommen wir auf jeden Fall nochmal ein paar Details mehr und mehr zum Verständnis. Wir sehen jetzt hier, das Ganze ist eingeteilt in einen leichten Ausdauer-, Intervallbereich und Sprintbereich. Mein Sprintbereich ist besser als zum Beispiel jetzt der Easy-Bereich, also das langsame Laufen. Und so hat sich das Ganze hier zusammengesetzt, beziehungsweise setzt sich das Ganze zusammen. Dann haben wir hier die Basisindikatoren. Wir sehen hier einen VO2 Max von 43. Da muss ich aber sagen, ich habe die Uhr jetzt erst einen Lauf getragen, schon lange keine Coros-Uhr mehr direkt getragen beim Training. Ich habe meine Trainings bis jetzt immer importiert. Deswegen sind die Schwellenwerte und Aerobenschwelle, das stimmt alles. Nur VO2 Max, da müsst ihr dann halt ein paar Trainings machen, dass hier auch dann die richtigen Werte erscheinen. Dann haben wir hier unten nochmal eine kleine Übersicht der Herzfrequenz, als natürlich auch vom Schlaf. Wir sehen hier, wenn wir da reingehen, bekommen wir es auch nochmal schön im Detail angezeigt. Und so könnt ihr dann hier auch nochmal in die Analyse hineingehen, was den Schlaf angeht. Dann haben wir unten den Reiter Aktivität. Hier bekommt ihr dann alle Aktivitäten angezeigt, die ihr dann hier mit Coros durchgeführt habt. Beziehungsweise ihr könnt die dann auch mal importieren, falls ihr eine andere Uhr nutzt. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns einfach mal einen Lauf von der Pace 3 an. Wir sehen jetzt hier 8,27 Kilometer bin ich gelaufen. Wir sehen hier mal Übersicht der Karte, das ist auch ganz toll gemacht. Wir sehen hier nochmal die Distanz bzw. die Bewegungszeit, als natürlich auch der schnellste Kilometer oder der Anstieg, das war jetzt nicht so viel. Dann wird euer Lauf bzw. ermittelt, ob er gut oder schlecht war. Ich bin jetzt viel durch ein dickiges Gebiet gelaufen, es war viel zugewachsen, musste dann gehen. Deswegen ist der Wert jetzt nicht so dolle. Also normalerweise sollte er über 100 oder 100% sein. Dann das Trainingsload mit 203 wird angezeigt, die verbrannten Kalorien, als natürlich dann auch die Pace und die Herzfrequenz, wie sich das Ganze zusammengesetzt hat. Die Uhr misst dann auch noch die Kadenz, die Schrittlänge, dann die Running Power, also die Power beim Laufen, die Leistung, als natürlich auch die Trainingseffekte, die sich daraus ergeben haben. Und wenn ihr jetzt noch mehr in die Analyse wollt, das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel vertikale Bewegung haben möchtet oder so Sachen, da müsst ihr dann auf jeden Fall hier den CorosPod kaufen, beziehungsweise braucht einen CorosPod. Hier wird auch der CorosPod 2 unterstützt, das heißt also, wenn ihr das Ganze verbindet, dann bekommt ihr hier nochmal mehr Laufeffizienzwerte, als es hier schon angeboten bei der Uhr, falls ihr dann nochmal besser trainieren möchtet. Wenn wir dann auf Entdecken gehen, da ist dann die Routenplanung von Coros dabei. Coros bietet ja jetzt mit dem neuesten Update auch die Möglichkeit, hier eigene Strecken zu planen. Das heißt also, ihr könnt zwar Komoot verbinden, aber es geht mir jetzt auch mittlerweile über Coros selber. Ihr habt dann hier verschiedene Kartenlayouts, die ihr nutzen könnt, zum Beispiel Satellit, Standard oder Outdoor. Satellit ist, glaube ich, selbsterklärend. Hier bekommt ihr so eine kleine Übersicht. Wir sehen auch hier so markante Punkte sind hier drin, zum Beispiel eine Autowerkstatt, ein Denkmal ist angezeigt oder auch die Feuerwehr oder auch hier zum Beispiel der Aldi ist bei uns in der Nähe zum Einkaufen. Da habt ihr dann auf jeden Fall auch hier die Punkte und dann könnt ihr das ganz einfach hier fürs Laufen planen oder fürs Radfahren, das ist auch möglich und so habt ihr dann auf jeden Fall Möglichkeiten hier ganz einfach über ganz normales Drücken. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel dann einfach hier eine Strecke
zu erstellen und die könnt ihr dann auch mit der Pace 3 synchronisieren und dann könnt ihr hier eure Grübelnavigation durchführen. Zu guter Letzt haben wir dann noch das Profil. Hier bekommt ihr dann die Übersicht eurer Uhren. Wir sehen hier oben dann einmal die Geräte, die ich verbunden habe. Momentan sind es 2 Stück, die Pace 2 als auch die Pace 3. Hier haben wir zum Beispiel auch dann die Option, unsere Trainingssammlung, wie es so schön heißt, ja, Trainings zu erstellen. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel für Woche 1. Dann bekommen wir so einen kleinen Quick-Tipp. Dann können wir hier unseren eigenen Trainingsplan erstellen, wenn ihr möchtet, also ganz manuell. Ihr könnt aber bei Chorus auch Trainingspläne herunterladen und diese importieren. Das ist auf jeden Fall die einfache Variante, als es hier am Handy zu machen. Aber ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze zu tun. Dann haben wir hier die vorhandenen Workouts, die ich momentan schon erstellt habe. Hier oben können wir dann auch einzelne Workouts erstellen für die genannten Bereiche. Das haben wir vorhin ja schon gesehen. Das ist hier auch nochmal über diesen Menüpunkt möglich. Als natürlich auch eine Übersicht der Rekorde. Da können wir mal reinschauen. Hier wird dann so ein Langzeitrekord gemacht. Wir sehen hier zum Beispiel knapp 1500 Kilometer bin ich jetzt mit Chorus-Uhren gelaufen. Knapp 850 Kilometer Rad gefahren. Und hier sieht man eindeutig, dass Schwimmen auf jeden Fall nicht zu meinen Disziplinen gehört. Das sind nur 580 Metern, ist sehr übersichtlich. Und wir sehen, dass hier 2021 war wohl das Jahr, wo ich meine Hochphase hatte. Seitdem habe ich jetzt nicht mehr so gut die Zeiten geschafft und muss dann wieder ein bisschen dran arbeiten. Und so habt ihr es auch mal in der Übersicht. Ihr könnt aber auch über die App noch ein paar Sachen einstellen. Wenn wir jetzt hier einfach oben auf die Uhr gehen, bekommen wir auch hier nochmal ein paar Menüs angezeigt. Hier haben wir zum Beispiel jetzt hier die Zifferblätter, die ich schon angesprochen habe. Man hat es mittlerweile auch so ein bisschen eingeteilt in digital, analog, Events und animiert zum Beispiel. Das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser aufgeräumt als noch in der Vergangenheit. Wir können auch hier nach Beliebtheit oder letzten sortieren. Und so habt ihr hier eine Vielzahl von Zifferblättern, die ihr hier auswählen könnt. Natürlich ist das Ganze immer so ein bisschen Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. Das müsst ihr für euch selber entscheiden, ob euch das Ganze hier passt. Ihr habt aber auch jetzt neuerdings die Möglichkeit, eigene Zifferblätter zu erstellen. Wenn wir zum Beispiel, ja, wir sehen, hier sind noch einige mittlerweile da. Das ist unter Benutzer definiert. Da gehen wir mal drauf. Ich habe zum Beispiel jetzt eins erstellt. Ich habe jetzt ein Urlaubsfoto von mir genommen. Das habe ich jetzt hier hinterlegt. Wir können es auch mal hier bearbeiten. Hier könnt ihr zum Beispiel von euren Liebsten ein Bild hinterlegen oder auch von euch im Urlaub. Und da unten sehen wir hier dann auch die Möglichkeiten, was ihr dann alles einstellen könnt bezüglich der Zifferblätter bzw. der Datenblätter. Und so habt ihr dann hier mit dem neuesten Update auch die Möglichkeit, auf der Chorus Pace 3 eure eigenen Zifferblätter zu erstellen und diese anzeigen zu lassen. Oder wenn ihr sagt, okay, ich möchte kein Foto haben, könnt ihr auch normales Background nehmen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so eins, da bietet Chorus dann auch ein paar Möglichkeiten, hier nochmal abstrakte Backgrounds zu machen und euch, wenn euch die anderen Zifferblätter nicht gefallen, hier ein ganz schlichtes Zifferblatt erstellen zu lassen. Jetzt können wir das Ganze einfach mal speichern. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen, was man gut lesen kann. So, nehmen wir das hier und sagen wir mal Save. Dann sagen wir hier bestätigen. Jetzt habe ich das meins überschrieben. Mal Send to Watch. Also ich hätte auch natürlich einen anderen Namen geben können. Wir sehen jetzt hier, das Ganze wird jetzt geupdatet. So, wenn das Ganze übertragen ist, sehen wir jetzt hier, dann ist das Watchface auch hier. Und so habt ihr es dann, wie gesagt, hier auf der Uhr und könnt es dann individuell gestalten, falls euch die anderen Zifferblätter nicht gefallen. Dann habt ihr natürlich auch die Option, hier die Aktivitäten-Daten zu ändern, beziehungsweise die Datenfelder der Aktivitäten. Wir bekommen hier auch nochmal alle Aktivitäten angezeigt. Und da könnt ihr einmal das Ganze natürlich wieder herstellen, wenn euch was nicht passt. Oder wir können zum Beispiel jetzt hier bei Trail reingehen, beim Traillauf. Da sehen wir jetzt die vorgefertigten Aktivitätsdatenfelder. Wir sehen hier, bis zu 6 Seiten sind möglich einzustellen. Hier könnt ihr dann einfach hier auf eine Seite gehen, gehen auf die Seite 4, da machen wir jetzt ein Plus. Und dann sehen wir jetzt auch schon hier, wir können dann verschiedene Datenmengen angeben, wie viel wir haben wollen. Also hier geht es dann bis zu, ja, ich muss kurz sehen, 8 Stück, ja, sind hier möglich. Und die Zeit ist eigentlich immer gesetzt. Und dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Und ihr könnt einfach dann hier draufklicken, wo ihr das Ganze haben wollt. Und hier gibt es dann wirklich von Auf- und Abstieg, Rundenaktivitäten, aber natürlich dann auch vertikale Bewegung, die natürlich dann nur mit dem Pod geht, zum Beispiel hier jetzt, als natürlich dann auch hier Trainingsload bzw. hier Trainingsbelastung oder natürlich dann auch aeroben, anaeroben Bereich. Das ist hier auf jeden Fall möglich, euch anzeigen zu lassen und so könnt ihr das individuell für euch gestalten, wie ihr es haben möchtet. Wie gesagt, ich habe unten jetzt mal ein bisschen durchgescrollt, was hier alles möglich ist und da könnt ihr wirklich hier lange verbringen, um eure Datenfelder zu erstellen. Als nächstes haben wir dann auch die Option, hier eine Anpassung durchzuführen. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Tagesdaten, also die Widgets, die wir gerade gesehen haben, entweder ja zu entfernen, wenn ihr sie nicht haben wollt, oder wenn ihr jetzt hier lange auf den Punkt drückt, die hier auch nochmal frisch zu sortieren. Zum Beispiel könnt ihr hier das Ganze rumsortieren, wie ihr es haben wollt. Da speichert ihr das Ganze und dann habt ihr das hier auch noch ein bisschen aufgeräumter, wie ihr das haben möchtet. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, Schritte interessieren mich nicht, drückt ihr aufs Minus, dann verschwinden die auch und dann tauchen die unten auf. Und wenn ihr es wieder haben wollt, drückt ihr aufs Plus und so könnt ihr dann eure Daten verwalten. Das gleiche ist natürlich auch im Trainingsmenü.
Hier könnt ihr dann eure Aktivitäten, wie ihr es braucht, auch in der Reihenfolge verwalten oder neu hinzufügen. Funktioniert genauso, da auf Plus drücken und dann könnt ihr sagen, okay, Multisport ist jetzt für mich hier wichtig, das muss jetzt hier hoch. Dann rutschen wir das hier hoch und dann drücken wir hier auf Save und dann habt ihr dann auch beim nächsten Mal Multisport hier auf der Uhr in der Trainingsmenüübersicht. Last but not least haben wir natürlich noch die Toolbox, das ist das, was wir vorhin gesehen haben, hier mit Akkunutzung und so weiter. Das habt ihr dann hier auch eine Möglichkeit. Ich denke mal, hier wird der ein oder andere zum Beispiel jetzt die Musik rausnehmen, um das Ganze zu entschlacken oder zum Beispiel das Metronom, wenn man es nicht braucht, dann kann man das hier rausschmeißen und so habt ihr dann auch hier die Möglichkeit, das Ganze zu verwalten bzw. zu sortieren. Dann kommen wir auch schon zu der Workout-Verwaltung und zwar die auf der Uhr sind. Da gehen wir mal drauf. Da sehen wir jetzt hier, aktuell sind 3 Workouts übermittelt. Wir können bis zu 17 Workouts noch speichern. Also insgesamt sind es 20. Wenn wir jetzt auf das Plus gehen, dann können wir uns hier die Workouts, die noch übrig sind, hier aussuchen. Zum Beispiel Magic Mile, Kraftsport. Sagen wir einfach jetzt hier bestätigen, hinzufügen. Dann werden die hier auf die Uhr übertragen. Sehen wir jetzt schon hier. Und es geht ja relativ schnell. Und dann habt ihr die Workouts auch gleich dabei und könnt dann hier direkt lostrainieren, wenn ihr jetzt das Ganze möchtet. Wie funktioniert das einfach? Ganz einfach. Wir gehen jetzt hier nochmal ganz kurz in die Aktivitäts-App hinein und dann gehen wir jetzt hier auf Workouts und dann wählen wir jetzt einfach mal eins aus. Und dann sehen wir auch hier, wir können uns das Ganze nochmal kurz anzeigen lassen. Sehen wir hier, wie sich das Ganze zusammensetzt. Auch hier habt ihr es nochmal schön in der Übersicht. Also dann wisst ihr auch immer gleich beim Training, was ihr dann alles machen müsst und könnt es hier direkt losstarten und lostrainieren. Gleiche Prinzip ist dann auch bei den Routen. Also wir haben hier die Möglichkeit, bis zu 30 Routen auf die Uhr zu speichern. Ich habe jetzt 2 schon drauf. Wenn ihr eins löschen wollt, einfach nach links wischen und auf Löschen drücken. Sagen wir löschen, ja, dann wird die Route auch schon entfernt. Wenn ihr aufs Plus geht, dann bekommt ihr alle Routen angezeigt, die momentan gespeichert sind, sei es jetzt von Komoot oder jetzt hier, was ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier geplant habt, die werden hier dann hier auftauchen. Wir nehmen jetzt einfach mal Southampton, das ist aus meinem Urlaub, einfach nur zum Demonstrieren. Und dann wählen wir das aus, sagen hier an das Gerät übersenden, dann sehen wir hier, die Route wird übertragen und dann habt ihr es bei der nächsten Navigation dabei. Und ihr seht, es geht ganz, ganz schnell, also ihr müsst gar nicht lange warten, bis das Ganze synchronisiert ist. Die Uhr macht das hier wirklich ratzfatz. Und wir können hier auch nochmal die Benachrichtigung verwalten, falls ihr was Bestimmtes nicht haben wollen. Es ist sehr übersichtlich, was ihr machen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel jetzt hier Telegram ausschalten, das möchte ich nicht haben, oder Twitter. Wobei Twitter heißt ja eigentlich nicht mehr Twitter, das heißt jetzt X. Also das muss ein Update gemacht werden. Und so ja, könnt ihr es hier nochmal verwalten, beziehungsweise auch das Ganze ganz ausschalten, wenn ihr es haben wollt. Ich mag es eigentlich nicht, ich mache es immer gerne aus und schalte es jetzt mal hier direkt ab. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, hier die Uhr nochmal mehr zu verwalten. Ja, das Ganze sollte jetzt ein erstes ausführliches Review der Uhr sein. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was die Funktionen der Uhr sind, was sie alles kann, was sie euch anzeigt. Ich würde sie natürlich jetzt nochmal deutlich ausführlich testen, um einfach zu schauen, ob der Herzfrequenzsensor beim Kraftsport auch wirklich gut ist. Ich werde auch das Ganze mal zum Radfahren mitnehmen und gucken, ob hier mit der Wattmessung, was da hier funktioniert und was nicht funktioniert. Also falls dich solche Sachen interessieren, lass auch gerne ein Abo da, damit du das nicht verpasst. Schreib mir auch gerne mal in die Kommentare, inwieweit du dich für die Coros Pace 3 interessierst, was dich für die Uhr interessiert, beziehungsweise was für dich bei der Uhr wichtig ist. Das würde mich auch mal interessieren. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.